Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle einen fantastischen Tag. Wenn ihr noch nicht abonniert seid und folgt, dann macht das jetzt unbedingt. Dieser Kanal liefert euch die echten Krypto-Infos, bevor sie Mainstream werden. Heute ist einer dieser Inflection Point Moments. Die Art von Tag, wo Headlines chaotic aussehen, Prices fragile aussehen und doch wird beneath the surface die Architecture des Next Cycle quietly constructed. XRP steht unter Pressure, Bitcoin pulled back, Ethereum ist soft, Washington sagt no deal. Und doch hat Goldman Sachs gerade Billions in Crypto Exposure revealed. Wenn ihr nicht versteht, was hier wirklich passiert, werdet ihr diesen gesamten Market misreaden. Lassen wir uns rauszoomen. Wir sind in einer Late-Cycle Macro-Transition. Liquidity Conditions globally tighten auf der Surface, aber beneath das bleiben Sovereign Balance Sheets structurally expansive. Fiscal Dominance had Monetary Dominance replaced. Governments können Sustained Deflation nicht afforden und sie können politically keine Recession tolerieren. Das bedeutet, Liquidity disappear nicht, sie rotates. Wenn Liquidity rotates, move sie durch Assets in Waves. Sie beginnt mit Safe Havens, sie transitioniert in Equities und eventually findet sie ihren Way in High-Beta-Instruments wie Crypto. Right now reagieren Märkte auf Uncertainty um Regulatory Structure und Stablecoin Yield Policy. Aber das ist kein Liquidity Collapse, das ist ein Repricing-Event inside eines Evolving Regulatory Framework und diese Distinction matters. In den letzten Sessions hat der Kryptomarkt pulled back, XRP hat softened, Bitcoin hat retraced, Ethereum ist unter Psychological Levels gedippt, Fear and Greed Metrics haben sich zurück zu Extreme Fear Territory gepusht. Historisch markiert Extreme Fear nicht den Beginning von Collapses. Es tends die Exhaustion davon zu markieren. Das bedeutet nicht, dass Price nicht lower gehen kann. Es bedeutet, dass Asymmetry beginnt zu shift. Jetzt reden wir über das Event, das den Market geschüttelt hat. Das White House hat ein Meeting um Stablecoin Yield und Broader Clarity Legislation hosted. Representatives von Crypto-Firms und Banking Institutions haben sich getroffen, um Permissible Activity Frameworks zu negoziieren. Die Headline? No deal. Aber Headlines capture rarely nuance. Beide Sides haben das Meeting als productive beschrieben. Written Frameworks wurden exchanged, Compromise Language wurde discussed. Der Sticking Point bleibt Yield, specifically ob Stablecoin Issuers Rewards in einer Way offeren können, die mit Traditional Savings Products competes. Banks wollen narrow definitions, Crypto will broader definitions. Das ist nicht ideological, es ist economic. Wenn Stablecoins competitive yield inside einer regulated structure offeren können, könnten Trillionen in Bank Deposits über Time in Digital Native Platforms migraten. Das ist keine Hyperbole. Das ist Basic Incentive Theory. Capital flows toward efficiency. Banks understand das. Crypto understand das. Washington understand das. Und wenn Capital Migration incumbent balance sheets threatens, emerges friction. Aber Friction in Negotiation often precedes structural resolution. Märkte haben negativ reacted, weil Certainty nicht immediately delivered wurde. Aber Structural Legislation wird rarely in einem Single Meeting resolved. Sie evolviert in Drafts, Concessions und Timelines. Der 1. März ist als Soft Deadline für Progress emerged. Das matters, weil Märkte Expectations pricen, nicht Outcomes. Jetzt layer on top davon eine weitere Development. Goldman Sachs hat approximately 2,63 Milliarden Dollar in Crypto-related Exposure disclosed, inklusive significant allocations zu Bitcoin, Ethereum, XRP und Solana durch ETF-Vehicles. Lassen wir klar sein, was das bedeutet. Das ist kein Marketing-Experiment, das ist Balance Sheet Exposure. Institutions deploy nicht Billions in Assets, die sie für structurally temporary halten. Sie akkumulieren during volatility. Retail sells fear. Institutions akkumulieren Mispricing. Das ist ein Cycle, so old wie Markets selbst. Schaut zurück auf prior panic phases in equities. Wenn Sentiment in Single Digits auf Fear Metrics collapse, skewen forward returns historically positive over medium-term horizons. In previous equity cycles hat buying maximum Fear outsized returns over die folgenden 12 bis 18 Monate produziert. Crypto behaves ähnlich, aber mit higher volatility und faster velocity. Also was wir gerade witnessen, ist kein Collapse. Es ist Negotiation combined mit Volatility. Die Real Story ist Institutional Positioning. Goldman ist nicht allein. Large Asset Managers prefer increasingly ETF structures, weil sie in Compliance Systems und Risk Frameworks integriert. Das Lower Internal Barriers to Allocation. Ein XRP-ETF-Structure changes das Game für Institutions. Es removes custody friction. Es reduziert regulatory uncertainty. Es erlaubt Risk Committees durch familiar vehicles zu allocaten. Wenn diese Door öffnet, moves capital. Jetzt consider timing. Wir sind in einer CPI Week. Inflation Prints injecten immer Short-Term Volatility. Treasury Yields react. Risk Assets respond. Algorithmic Trading amplifiziert Movements. Aber CPI Volatility ist tactical. Structural Legislation ist strategic.
Und Institutions denken strategically. Lassen wir speziell über XRP in diesem Kontext reden. XRP hat long in der Intersection von Payments Infrastructure und Regulatory Ambiguity existiert. Sein Use Case ist clear. Cross-Border Settlement Efficiency, Liquidity Provisioning und Tokenized Value Transfer. Was seine Institutional Adoption historically limited hat, war nicht Functionality, es war Clarity. Die Clarity Act Discussion geht nicht nur um Stablecoin Yield. Sie geht um das Definieren von Digital Asset Categories, Permissible Activities und Regulatory Jurisdiction. Wenn Clarity emerges, transitions XRP von Speculative Asset zu Regulated Financial Rail. Diese Transformation ist enormous. Märkte sind Forward-Looking Discounting Machines. Sie price Probability Distributions. Wenn Clarity Probability increases, change Valuation Frameworks. Jetzt hier, wo Makro direkt mit XRP intersected. Global Liquidity Cycles determinieren Crypto Beta, Regulatory Clarity determinieren Crypto Survivability, Institutional Participation determinieren Crypto Scale, alle drei konvergieren. Even als Price Short-Term pulled back strengthen die Structural Foundation. Lassen wir den Institutional Angle deeper examine. Wenn Goldman Bitcoin Exposure, Ethereum Exposure, XRP Exposure hält, sendet das ein Signal zu jedem Pension Fund, Sovereign Wealth Fund und Insurance Allocator, der zuschaut. Es sagt, diese Asset Class ist nicht fringe, sie ist portfolio relevant. Und Institutionsallocaten in Phases. Phase 1 ist Observation, Phase 2 ist Indirect Exposure, Phase 3 ist Structural Allocation. Wir transitionieren von Phase 2 in Phase 3. Jetzt consider, was passiert, wenn Stablecoin Yield Frameworks eventuell innerhalb defined boundaries permitted werden. Digital Dollar Velocity increases, On-Chain Liquidity deepens, DeFi und Payment Rails expanden und Assets, die in Liquidity Routing Systems integrated sind, benefiten disproportionately. XRP ist designed für Liquidity Routing, das ist kein Narrative, das ist Architecture. Short-Term Volatility invalidiert nicht Long-Term Structure. In fact, es create oft die Entry Conditions dafür. Lassen wir fortfahren, indem wir den Regulatory Angle präziser dissecten. Banks oppose Stablecoin Yield nicht, weil sie Innovation dislike. Sie oppose es, weil Deposit Flight Risk real ist. Wenn Consumers tokenized Dollars halten können, die instantly settle, competitive yield earn und innerhalb compliant frameworks operieren, weaken das traditional savings account model. Das shifts funding structures inside dem banking system. Banks rely auf deposits als low-cost funding. Remove diese base und funding costs rise. Rising funding costs compress margins. Compressed margins affect credit creation. Also ist die Negotiation um Systemic Stability, nicht Ideology. Crypto firms argue andererseits, dass Programmable Money mit Yield simply Technological Evolution ist. Die Rolle des White House ist, Innovation mit Systemic Risk zu balance. Die Fact, dass beide Sides immer noch am Table sind, matters more als die Absence von Immediate Compromise. Weil sobald Dialogue auf diesem Level beginnt, increases die Probability von eventual structured resolution dramatically. Jetzt bringt das zurück zu Price Action. Märkte haben sold off, nachdem Coinbase Resistance signalisiert hat und Discussions stalled sind, Volume dropped, Sentiment softened. Analysts haben Near-Term Expectations für Trading Revenues lowered, aber Price Action during Negotiation Phases ist often noisy. Was matters ist, ob Structural Demand underneath building ist. Institutional ETF Inflows suggest, dass es das ist. Meanwhile hat Bitcoins Relative Performance versus Gold dieses Jahr weakened. Historisch hat Bitcoin in Midterm Political Cycles Gold underperformed, before its relative strength later regained. Dieses Pattern suggests consolidation rather than termination. Precious metals rallied sharply, then corrected. Crypto corrected, risk assets recalibrated. Das ist nicht ankommen during policy uncertainty windows. Lassen wir den Short-Term Outlook adressen. Könnte XRP lower levels testen? Yes. Könnte Bitcoin weiter toward major support zones retracen? Yes. Volatility um CPI und Regulatory Headlines kann Downward Pressure create, aber Downside-Szenarios müssen gegen Positioning-Data gewogen werden. Extreme Fear Readings alignen historically mit Late-Stage Drawdowns, nicht Early-Stage Crashes. Wenn ihr in Maximum Fear verkauft, während Institutions Billion-Dollar Exposure Increases disclose, transferiert ihr wahrscheinlich Asymmetry. Jetzt explorieren wir den Longer Arc. Digital Assets repräsentieren die Financialization des Internet. Tokenization ist kein Fad, es ist die Digitization von Value Exchange. Global Liquidity sucht eventually Speed, Transparency und Efficiency. Stablecoins sind Programmable Dollars. XRP ist ein Liquidity Bridge Asset. Bitcoin ist Digital Collateral. Ethereum ist Programmable Settlement. Institutions choosen nicht one, sie bilden Exposure across dem Stack. Wenn Goldman Holdings across multiple Crypto ETFs reported, signalisiert es Asset Class Legitimacy. Legitimacy reduziert Risk Premiums. Reduced Risk Premiums lower volatility over time. Lower volatility invites larger capital pools. Larger capital pools deepen liquidity.
Deeper Liquidity supports higher valuations. Das ist der Maturation Pathway jeder New Asset Class. Wir haben es in Emerging Markets gesehen, wir haben es in High Yield Credit gesehen, wir haben es in Tech Equities gesehen. Crypto undergo denselben Institutionalization Process. Regulatory Clarity accelerates diesen Prozess. Jetzt Fokus speziell auf XRPs Positioning. XRPs Narrative war immer tied zu Cross-Border Efficiency und Enterprise Utility. Wenn Stablecoin Yield permissible wird, innerhalb defined boundaries, increases digital dollar supply. Sobald digital dollar supply increases, rises on-chain settlement volume. Sobald settlement volume rises, wird liquidity routing more valuable. Here matters XRP's design. Das Asset braucht keine Retail Speculation, um zu function. Es braucht Transactional Demand. Institutional integration in payment corridors create structural flow. Und structural flow ist more durable als speculative flow. Short-term Trader fokussieren auf Charts. Long-term Allocators fokussieren auf Adoption Curves. Adoption Curves move rarely in straight lines. Sie move in Stair Steps. Right now sind wir zwischen Steps. Regulatory Negotiation ist der Stair Landing. Der next move depends auf Compromise Language. Aber even when negotiations extend, suggest institutional accumulation, dass Major Players auf Perfection warten, sie positionieren in Uncertainty. Das ist, wie Asymmetry captured wird. Jetzt consider global macro conditions again. Debt levels globally bleiben elevated. Governments können nicht indefinitely tighten, ohne fiscal structures zu destabilize. Over time wird Financial Repression Policy Preference. Financial Repression favors scarce und alternative assets. Bitcoin benefited von diesem Narrative. Aber Assets, die in Payment Systems integrated sind, benefiten von Transactional Necessity. XRP sitzt closer zu Transactional Infrastructure als purely Store of Value Assets. Das gibt ihm ein differentiated Macro Profile. Wenn Tokenized Finance expands, werden Infrastructure Tokens zu Picks and Shovels place. Der Regulatory Angle bleibt der Swing Factor. Clear bipartisan momentum around sensible crypto market structure legislation suggest, dass Political Will existiert. Political will combined mit institutional capital is powerful. Märkte move often before legislation finalizes. Weil Insiders Trajectory understanden. Jetzt Zoom in near-term tactical risk. CPI prints können Treasury yields shift. Yield spikes können Risk Assets pressure. Algorithmic correlations können Crypto lower drag temporarily, aber Crypto traded increasingly als Hybrid Asset. Part Liquidity Proxy, Part Technology Equity, Part Alternative Collateral. Das bedeutet, es respondet nicht zu one variable allein. Es respondet zu Liquidity Expectations, Regulatory Clarity und Institutional Flows simultaneously. Und right now sind 2 von diesen 3 improving beneath surface volatility. Institutional Flows sind increasing. Regulatory Dialogue ist active. Liquidity Expectations remain cyclical, aber nicht catastrophic. Also rekalibriert der Market, nicht collapsing. Und Recalibration Phases feelen often uncomfortable. Aber Discomfort ist, wo Opportunity hides. Wenn ihr den Structural Arc understandet, wird Short-Term Noise less emotionally disruptive. Das geht nicht darum, Tomorrow's Candle zu predikten, es geht darum, Multi-Year Positioning zu recognize. Und auf diesem Horizon bleiben Digital Assets in Expansion Mode. Lassen wir das in sharper Focus für den Long-Term Outlook bringen. In jeder Technological Transition gibt es einen Moment, wo Infrastructure quietly locks in, before price is reflected. Das Internet in den late 1990s experienced Volatility, Regulatory Debates und Skepticism. Aber beneath dieser Volatility wurden Fiber Networks laid. Protocol Standards wurden agreed upon. Institutional Capital hat den Backbone underwritten. Crypto ist in dieser Infrastructure-Phase jetzt. Tokenization von Real Assets expanded. Stablecoins integrate in Payment Platforms. Institutional Custody Solutions sind Mainstream. ETFs haben Access normalized. XRPs Long-Term Thesis hinges auf Integration in Financial Plumbing. Wenn Regulatory Clarity seine Classification und Use formalisiert, increases institutional comfort dramatically. Institutional comfort drives allocation size. Allocation size drives market depth. Market depth stabilizes volatility. Stability invites larger pools von capital. Und das ist, wie Asset Classes mature. Short-term price weakness negiert nicht long-term structural adoption. Es precedes es often. Was würde diese Thesis invalidieren? Ein Complete Regulatory Shutdown, ein Collapse in Institutional Participation oder eine Systemic Liquidity Crisis, die Broad Deleveraging across all Asset Classes forces. At present sind keine dieser Conditions dominant. Stattdessen sehen wir Negotiation, Positioning und Cyclical Volatility. Das ist kein Existential Risk, das ist Transition. Der Short-Term Outlook bleibt volatile. XRP könnte Psychological Levels testen, Bitcoin könnte Support Zones proben, Trader müssen Risk accordingly managen. Aber der Long-Term Outlook wird durch Structural Convergence shaped. Institutional Capital ist hier, Regulatory Dialogue ist active.
Digital dollar infrastructure expanded. Tokenization narratives strengthen. Global liquidity cycles favor alternative rails over time. Und assets embedded in financial infrastructure tend to benefit disproportionately, sobald clarity arrives. Final insight. Märkte reward rarely emotional reactions. They reward structural understanding. Wenn Fear spikes und Institutions akkumulieren, wenn Negotiations stall, aber Dialogue continues, wenn Price pulled back während Infrastructure builds, ist das, wann Asymmetry quietly forms. XRP tradet nicht in Isolation. Es tradet an der Intersection von Macro Liquidity, Regulatory Evolution und Institutional Adoption. When clarity advances, expands seine role inside digital finance meaningfully. Wenn Institutions weiter Exposure durch regulated vehicles akkumulieren, transitions die Asset Class von speculative zu structural und sobald ein Asset structural wird, change valuation frameworks permanently. Volatility wird persist, Headlines werden fluctuate, aber beneath diesem Noise wird Architecture gebaut. Und in Markets precedes Architecture Acceleration. Wenn ihr Value in today's Breakdown gefunden habt, vergesst nicht, das Video zu liken und zu subscriben.